So, für Fahrzeuge ohne Anzeige bei der Spannrolle, so wie hier, hat Conti ein kleines preiswertes Gerät auf den Markt gebracht. Es ist eigentlich auch ganz easy zu bedienen. Das zeigen wir euch mal ganz kurz im Groben, wie es funktioniert. Hier ist ein Scan-Code, das müsst ihr abscannen. Das machen wir jetzt. So, da gelangt er auf die Seite. Die Seite kann auch von Hand eingetippt werden. Hier hat man dann die Möglichkeit, in die Sprache zu wählen. Wir nehmen Deutsch. Jetzt wählen wir die Marke aus, bei dem das gewechselt wird oder geprüft wird. So. Ja, das müssen wir nicht bis zum Ende machen. Also das könnt ihr alles auswählen. Das geht aber ziemlich einfach. So, und den Motorcode kennen wir, das ist der. Das ist jetzt die Anleitung nochmal, die Kurzanleitung, wie oder was ihr da alles beachten müsst, um das Ganze richtig durchzuführen. Okay, scrollen wir weiter. Jetzt müssen wir die Stromlänge ausmessen. Die ist im Motor. Ja, das steht ja hier überall. Da Genau. steht ja wo man das messen sollte und das muss man dann hier dann eintippen und dann hat man einen gewissen Wert, was einen dann das Gerät anzeigen sollte, damit die Spannung korrekt ist. So, das machen wir jetzt einfach mal. So, das Gerät jetzt. Wie gesagt, komplett Anleitung mal durchlesen, damit ihr wisst, wie es funktioniert. So, das Ding bringen wir an. Wie gesagt, das Ganze haben wir schon vorher gemessen. Wir kennen ja die Länge schon und das dient einfach nur als Beispiel. So, einmal aufgebracht, circa mittig. Einmal kurz schnippen lassen. Dann zeigt er schon den Wert an. Ich weiß nicht, ob man sieht. Ein bisschen doof jetzt. Jetzt sieht man es besser. So, und das müsst ihr ein paar Mal wiederholen. Aber wie gesagt, bitte durchlesen. Da steht alles beschrieben, wie es funktioniert. Man sollte auch ein paar Runden das Ganze durchdrehen. Also in den Zahnriemen ein paar Mal durchdrehen, dass er wirklich vernünftig sitzt und dann nochmal die Spannung prüfen. Es ist aber alles in der Anleitung beschrieben. Ich weiß nicht, wo liegt das Gerät preislich ungefähr? Knapp an die 100 Euro, etwas mehr. Aber wenn man bedenkt, andere Geräte kosten 400, 500, 600 Euro. Also ist es schon ein super Ding.